Hallo, wir von Ruco 1952 wollten aber den Unterschied zwischen einer professionellen Brauereiqualität von einer Biertischgarnitur und einer Baumarktqualität Biertischgarnitur ein wenig beleuchten, weil es hier einfach um zwei grundsätzliche Anforderungsprinzipien geht. Hier haben wir die professionelle Variante und hier haben wir die Variante, die einfach sehr selten dann zum Einsatz kommt. Das erste, was jeder für sich schon mal sehen kann, ist das, wenn man die Garnitur aufstellt, sie steht stabil. Was man hier sagt, die ist nicht ganz so stabil. Das zweite, was sicher ein großer Vorteil ist, das ist die Selektion der Holzlatten, die zusammengeleimt sind, im Vergleich zu Holzlatten, wo einfach die Selektion nicht so streng genommen wurde. Merkmale, die man sonst noch kennt, ist ganz einfach die Tischplattenqualität. Die Tischplatte ist hier einfach meistens im Brauereibereich ca. 25 mm. Wir sprechen hier von der Baumarktqualität von 20 mm. Bei der Bank ist es so, dass man es hier sieht, sprechen wir von 29, sprich 30 mm und von 20 mm. Ein weiteres Indiz, wo sich jeder die Qualität selber anschauen kann, ist, wenn man unter die Garnitur reinschaut und klappt es auf. Das heißt, das ist das Gestell, wie stabil ist es. In dem Fall bei uns von Ruco, wir verwenden ein C-Profil, was extrem steif ist und auch eine gewisse Leichtigkeit vom Gewicht her hat. Und ein, wo wir später dazu kommen, hochwertiges Schloss, in dem die Tischbeine einrasten. Im Vergleich sieht man das hier, dass es hier einfach um viel dünnere Qualität geht. Hier sieht man im Vergleich der Gestelle das bereits angesprochene C-Profil, was pulverbeschichtet ist bei uns im Hause und was im unteren Bereich zwei Löcher hat, die für Kunststoffstopsel, das heißt in unserem Hause werden die Slider genannt, zu verwenden sind. Somit kann man diese Biertischgarnitur auch auf empfindlichen Böden wie Parkettböden oder auch Fliesenböden, die zerkratzen können, gut hernehmen. Man sieht schon an der Dicke, dass hier am Material etwas gespart wird, dass die Verwindungssteifigkeit nicht so wie bei dem gegeben ist und dass man einfach im unteren Teil hier scharfe Kanten hat, die man nur mit Lappen oder mit größerem Aufwand so abdecken kann, dass man die irgendwo ins Haus reinstellt, ohne Kratzer am Boden zu haben. Man sieht einfach hier im Schlossbereich, was ein wichtiges Indiz für einen Biertisch oder eine Biertischgarnitur ist, dass man einen großen Hebel hat, massiv, dass die Ware verzinkt ist und einfach hier im Vergleich, dass man hier einen kleineren Hebel hat, einen kleineren Mechanismus und natürlich auch nicht die seitliche Führung und Stabilität wie bei einer Ruco 1952. Das nächste, was man hier im Vergleich sehr gut sehen kann, sind die Stapelhölzer. Stapelhölzer dienen dazu, dass wenn die Garnitur im geschlossenen Zustand aufgeräumt wird, dass einfach hier alles schön abgedeckelt ist und dass man die stapeln kann, ohne dass man die Gestelle verbiegt, verkratzt oder dass man was anderes entsprechend verkratzt, wenn man die ins Regal verstaut. Ein weiteres Indiz für Brauereiqualität ist der TÜV-Stempel und somit auch die TÜV-Zertifizierung unserer Biertischgarnituren, das nicht nur gewährleistet, dass sie unter strengsten Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen gebaut und montiert werden, sondern auch, dass eine gewisse Bruchfestigkeit hier gegeben ist. Der zweite Stempel, den man hier sieht, ist ein Firelock, das heißt, das ist die Lasur, die wir verwenden, das ist eine UV-Lackierung. Im oberen Bereich der Tische werden die bis zu 3-mal lackiert und wieder geschliffen, sind schwer entflammbar und somit durch die Schwerentflammbarkeit auch für Innenräume, auch für Veranstaltungen hier besser geeignet. Auch ein Unterschied, den man sich selber anschauen kann in der Qualitätsbemessung, was man sich kaufen möchte, ist die Oberfläche. Wir sind hier bei kammergetrocknetem Fichtenholz, das einfach beim Verleimen geschliffen wird, Gallenblasen oder Astlöcher ausgekittet, ausgespart werden und somit hat man eine ganz klare, ebene Oberfläche, was hier nicht ganz so gegeben ist. Und das zweite,
sind die Bohrlöcher des Gestelles, die hier einfach sauber abgesenkt sind und wo man hier sieht, die teilweise nicht ganz so sauber abgesenkt, teilweise zu tief und teilweise zu hoch sind. Zum Abschluss nochmal das Fazit. Das muss jeder von euch selber wissen. Kaufe ich mir ein Produkt, das langlebig ist, das nachhaltig ist, das in Europa gefertigt worden ist, wir zum Beispiel fertigen in Brixen in Südtirol, oder gehe ich auf ein günstigeres Produkt und muss halt einfach dann auch entsprechend beim Verkäufer nachfragen, wo kommt es her, ist die Garnitur schon um die halbe Welt geflogen und nach welchen Kriterien ist die gefertigt worden. Das war's mit unserem kurzen Vergleich. Euch viel Spaß bei eurem nächsten Biergarniturenkauf und dann auch drauf sitzen und gemütlich etwas trinken und essen.